We are now live, brought to you from coast to coast and in Tottenburg with Gabriele Liesenfeld, Heidi Hoffmann and a whole bunch of other people. So, wir sind live von Küste zu Küste, Waterkant zu Waterkant. So, herzlich willkommen alle zu unserem Stell eine Frage Zoom. Und hier geht es echt darum, Fragen zu stellen. Ja? Wir wollen euch hier nichts servieren. Hier geht es darum, Fragen zu stellen. Und ich habe eine Liste von Fragen bereits, aber die ist sekundär zu euren Fragen. Also, wenn ihr jetzt live hier seid und was fragen wollt, dann bitte fragt. So, I have a list of questions here, but so first, let's ask people here on the Zoom what their questions are. So, wer mag was fragen? Who wants to ask something? Yeah. I so thought today, there are so many people out there posting, they have businesses, coaching businesses, and they ask people to ask the questions. And when I follow their posts, there's no question, because people don't want to ask questions. Ich habe das heute so gedacht. Ich sehe immer mal wieder Postings auf Facebook zu Leuten, die so ein Coaching-Business haben und die stellen dann den Leuten Fragen. Die sagen, so, wenn das und das wäre, was würdet ihr tun oder was auch immer? Und keine Antwort. Die Leute haben echt keine Lust, Fragen gestellt zu bekommen und die haben auch keine Lust, Fragen zu stellen. So, was, wenn es anders wäre? So, what if we could do that differently? So, was, wenn ihr tatsächlich Fragen stellen würdet? And Astrid had one. Astrid hat eine Frage. One comment before Astrid. Everywhere that you don't want to ask because you don't want to look like you don't know, can you destroy and uncreate all that scheiße? So, überall, wo ihr nicht fragen wollt, weil ihr nicht so aussehen wollt, als würdet ihr nichts wissen, wollt ihr das bitte jetzt zerstören und umkreieren, den Mist. Because even Gabi and I don't know. Ja, but we do. Gabi knows, but I don't. So, weil sogar Gabi und ich wissen nichts. Gabi schon, aber ich nicht. Yeah, it's the thing. We know and we don't know. Das ist so das Ding. Irgendwie wissen wir und wir wissen nicht. Weil eigentlich wissen wir, aber wir glauben, wir wissen nicht. So, basically, we know, but we think we don't know. So, if we ask a question, we open that door to the knowing. So, wenn wir also eine Frage stellen, öffnen wir diese Tür zum Wissen. So, stellt eine Frage und öffnet die Tür. So, ask a question, open the door. Yep. So, Astrid, you can ask your question, and then Sandra HP also has one. Mhm. Also erst Astrid und dann Sandra. Okay, super, danke. Also ich verspüre seit mehreren Tagen am Steißbein eine Intensität. Dann bin ich in die Alchemie rein und gefragt, wem gehört's? Ist es meins? Muss ich was damit tun? Mhm. Was kann ich tun? Was kann ich fragen oder in welche Möglichkeit noch reingehen, wenn sich nichts tut? Okay, so for several days now, I have an intensity. I never know that shitty word, like the coccyx. Yep. Yeah, and so she's using the alchemy. She's asking questions, but still nothing changes. So what can she ask when nothing changes? And she asked, "Is it mine?" Und sie hat schon gefragt, "Ist es meins?" So, another question. What is it the body is trying to tell you? So, eine andere Frage. Was ist es, was der Körper versucht, dir zu sagen? Das habe ich auch schon gefragt. Hast du eine Information für mich? I already asked that. Buddy, do you have any information for me? No. Wrong question. Falsche Frage. What's the body trying to tell you? Was versucht der Körper dir zu sagen? What is that? Was ist The coccyx or the sacral? Coccyx? Is your body asking to move? Möchte dein Körper sich gern bewegen? Or is your body contracting out of fear of something? Oder zieht sich dein Körper zusammen aus Angst vor etwas? Die letzte Frage
kommt eine Resonanz. Yeah, so she's resonating with the last question. Okay. So everywhere that you're waiting in fear for whatever it is that might happen, So überall, wo du in Angst darauf wartest, auf etwas, was passieren könnte, can you now let that all go? kannst du das alles jetzt loslassen. What would happen if instead of being frozen and contracted in fear, you moved? So was würde passieren, wenn du statt zusammengezogen bist aus lauter Angst und Starre, wenn du dich einfach bewegen würdest? And this is not only physically, this is also like energetics. And yeah, das ist nicht nur physisch, das ist auch energetisch. And also in your thoughts. Und auch in deinen Gedanken. Wovon weg könntest du deinen Fokus richten? Und wohin könntest du deinen Fokus richten, das dir mehr Leichtigkeit bringen würde? So where could you take your focus off of and direct your focus to that will bring you more ease? And everything that's brought up for all of you, Und alles, was das bei allen hochgebracht hat, destroy and create it all. kann man das alles zerstören und umkreieren. Let it go. Lass es los. And it's so funny, like, you know, when you have this intensity, I'm working on that for days, and I make it so significant, and I'm asking questions all the time. What are you doing? You put your focus there. Und das ist wirklich so lustig, wenn wir das so signifikant machen. Ja, wir haben diese Intensität und seit Tagen arbeite ich damit und seit Tagen frage ich und nutze alle Werkzeuge. Was macht ihr damit? And then your butt gets tighter and tighter and tighter, and your tailbone gets more and more contracted. Und dann wird euer Hintern immer verspannter, verspannter, verspannter und genauso euer Steißbein. And it just gets more intense because that's what you focus on. That's what you bring into your reality. Ja, und dann wird es immer intensiver, weil das ist das, worauf ihr euch fokussiert. Das ist das, was ihr in eure Realität bringt. So what else would you like to bring into reality? So was würdest du sonst noch gerne in deine Realität bringen? I like her. She's like, So many possibilities. Ja, da gibt es Möglichkeiten da draußen. Ja. And you can see them all. Look, if you look at Astrid right now, you can see all these possibilities going through her mind. Going, ooh. Ja, wenn ihr euch Astrid jetzt anschaut, könnt ihr sehen, dass so viele Möglichkeiten durch ihren Kopf gehen. And everywhere that you're not willing to choose all of those possibilities and see what really shows up. Und überall, wo du nicht gewählt bist, all diese Möglichkeiten zu wählen, um zu sehen, was sich dann tatsächlich zeigt. Destroy and create. Zerstören und kreieren das. Why do you only have to choose one? Warum musst du nur eine andere Möglichkeit wählen? Ich stelle mir das jetzt gerade im Alltag vor, wenn ich mich hinsetze oder wenn ich aufstehe und diese Intensität jetzt wahrnehme, ob ich mir dann in dem Moment sage, oh, welche andere Möglichkeit habe ich jetzt? So I'm just imagining that in my daily life. So I'm sitting or standing and I feel this intensity and then I ask, so what other possibility do I have? Yeah. And, there's another person would say, what else is possible? Ja, und man könnte auch fragen, was ist sonst noch möglich? Ja. So, das ist wirklich der Trick, offen zu sein, in der Frage zu sein und nichts mehr signifikant zu machen. But this is really the trick, to be open to be in the question or to be that question and to not make anything significant anymore. Sucht nicht nach der Antwort. Don't try to look for the answer. Das ist wirklich wichtig. Wir stellen so oft Fragen und dann warten wir, bis wir die Antwort kriegen. We so often ask a question and then we wait until the answer is there and then our mind tries to create an answer und dann versucht unser Verstand eine Antwort zu kreieren.
Das Loslassen besteht darin, die Frage zu stellen, es nicht mehr signifikant zu machen und zu schauen, was passiert. Letting go is like, ask a question and then don't make it significant anymore and just see what happens. Hört auf, euch anzustrengen, beginnt zu spielen. Stop to tire yourself and start to play. If you want to change an intensity, take your focus off it. Wenn ihr eine Intensität verändern wollt, nehmt euren Fokus weg. And look at what that intensity is really telling you. What is it you're creating? Where are you contracting? Ja, und fragt, was diese Intensität euch zeigt, wo ihr euch zusammenzieht, was es euch sagen will. But not with your mind, but don't try to look for the answer with your mind. Aber versucht nicht nach der Antwort mit eurem Verstand zu suchen. From the space of awareness. Ja, so seid in dem Raum des Gewahrseins. Ask the question and then do something else. Ja, stellt die Frage und dann macht was anderes. But just spend 3 days with Glenna Rice. Yeah, Glenna Rice in her new class. And it's about that. You touch the body, you go, what is it? And then the body invites you to follow the awareness, and you start stretching and releasing fascia in such an amazing way. And it's really cool. Ich war gerade bei einem 3-Tageskurs mit der Glenna Rice, da ging es um die Faszien. Und da geht es auch drum, ja? Du berührst deinen Körper, du fragst, was ist das? Und dann kriegst du ein Gewahrsein. Und dann beginnst du, den Körper zu strecken und zu dehnen und zu entspannen, gemäß diesem Gewahrsein. And when the body that you're touching, the mind and the body goes, let that go. And the whole body just melts. It's beautiful. And we just need to practice that muscle. Und wenn du diesen Körper berührst und das tust, ist es wunderschön, weil der Körper beginnt zu schmelzen. Ja? Und wir müssen einfach nur diesen Muskel üben. Diesen Muskel von wegen unserem Fokus wegzunehmen vom Problem hin zu der Leichtigkeit. So we have to change the focus from the problem to ease. When I broke my rib, and it seems I dislocated a little bit of it as well, I could have gone, oh no, we can't go to New Zealand, I'm injured. I'm in pain. Als ich mir die Rippe gebrochen habe, die sich verschoben hat, hätte ich auch sagen können, oh mein Gott, wir können jetzt nicht nach Neuseeland fliegen. Or I could go, wow, it's a beautiful sunset, and forget the pain. If you get I could say, wow, what a beautiful sunset, and forget about the pain. Ja, oder ich hätte sagen können, was ich getan habe. Oh, das ist ein wunderbarer Sonnenuntergang und den Schmerz vergessen. Wow, look at the beautiful trees. It's nice to be chasing the sheep down the hill. Ja, oder guck dir die tollen Bäume an. Es ist so nett, die Schafe zu sehen, die den Hügel runterrennen. And because I changed my focus away from my body, but to look at what's around me, I'm able to keep up with Gabi when we're walking. I'm able to still really enjoy our holiday. Ja. Without any... Und weil ich diesen Fokus weggewendet habe von dem Schmerz und dann hin zu den Möglichkeiten, war ich in der Lage, mit Gabi mitzuhalten beim Spazierengehen und unsere Reise zu genießen. The body And remind... Sorry. No. Go So on. Evelyn asked a question, which is really cool. So what's the difference between that and to verdrängen? Like when you put it aside, you just don't want to look at it. You're not asking the question. Du stellst die Frage nicht. You're not asking, what is this? You're Du not, fragst nicht, was ist das? what is it the body's trying to tell me? You're just ignoring it. Du fragst dann nicht, was der Körper versucht dir mitzuteilen. Du ignorierst es einfach. The body will start to shout louder. Und dann wird der Körper anfangen, lauter zu schreien. Many people get cancer and die of it, and they ignore the pain, they ignore all the warnings that the body is giving them that there's a tumor growing in the body until it becomes inoperable. Ja, so viele Leute bekommen Krebs und ignorieren den Schmerz und den Tumor, der in ihrem Körper wächst, solange bis er inoperabel ist.
Whereas if they'd gone, oh, there's something not quite right there, and then created changes, the body would have changed as well. Wenn sie stattdessen gesagt hätten, oh, irgendwas stimmt da nicht, die Frage gestellt hätten und dann Veränderungen kreiert hätten, hätte der Körper sich auch verändert. Hat das geholfen, Evelyn? Did that help? Oh, Okay. I even got that one. Mhm. So who was the other one? Sandra. Sandra. Wo bist du? Invisible. Magst du die Frage stellen, Sandra? Did it help you also, Astrid? Hat das für dich auch geholfen, Astrid? Etwas schon. A little bit, just a little bit. She's so stubborn. Sie ist so stur. But she's good in math. Aber sie ist gut in Math. Wir hatten nämlich gerade eine wunderbare Konversation in der Lady Langstrumpf über eine Matheaufgabe und die Astrid hat es gelöst mit Bravour. So she has a logical mind, right? Also sie hat einen sehr logischen Verstand. So what would it take now for you, Astrid, to use your logical mind to your advantage instead of your disadvantage? So was wird es jetzt brauchen für dich, Astrid, deinen logischen Verstand zu deinem Vorteil zu nutzen, statt zu deinem Nachteil? So überall, wo du versuchst, Kontrolle auszuüben durch deinen Verstand, statt loszulassen und dich deinem Gewahrsein hinzugeben, willst du es bitte jetzt zerstören und umkreieren. So everywhere where you try to take control by your logical mind instead of surrendering to your awareness, will you please destroy and uncreate it all? Cool. And what would happen if you, instead of trying to do it in everything in a linear fashion, if you were the chaotic beast that you truly be? The what? The chaotic beast that you truly be. Beast. She's a beast. Yeah. So, was würde geschehen, wenn du nichts mehr linear machen würdest, sondern stattdessen das chaotische Biest wärst, das du wahrhaftig. Wow. Very cool. Sorry, it's a bit of the haka coming out. Ja, es kommt der Hacker ein bisschen raus. Cool. So, if Sandra doesn't want to say anything, is there anybody else who wants to ask the question? So, wenn Sandra jetzt doch nichts mehr sagen will, gibt es noch jemanden anderen, der eine Frage hat? Ja, ich hätte eine Frage, Michaela. Ich bin doch da. Ich habe auf Facebook geschrieben und dachte nicht dabei sein zu können und kann es doch dabei sein. Okay, cool. Ich habe angefangen, mich mit Bewusstseins- und Energiesachen im Juli vorigen Jahres zu beschäftigen. Und eigentlich seit diesem Jahr, ich war früher nie krank, also so Verkühlung und solche Sachen, das hat es bei mir nicht so wirklich gegeben. Und seit diesem Jahr gibt es dauernd irgendwas, wo ich herumkränke. Und vor 3 Wochen habe ich ja auch in Alchemy of the Body gemacht. Lass mich kurz Michaela, bitte, sonst vergesse ich. So, like, she's working or playing with consciousness, like, since last year, and since then, she gets all kinds of sicknesses, where before she didn't have that. And she also did the 3-day alchemy class with us. Mhm. Ja. Und? Und seitdem habe ich jetzt auch, weiß nicht, dann hatte ich Schnupfen danach, dann hatte ich solche Rückenschmerzen, dass ich nicht auf Dienstreise fahren konnte und kurzfristig in der Nacht abgesagt habe. Dann habe ich gestern plötzlich Halsweh und Husten bekommen, also ich bin heute auch auf Dienstreise gefahren und habe dann meinen Schwimmkurs abgesagt, den ich eigentlich total gern mag. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich damit, immer wenn ich in die Freude und in diese Leichtigkeit komme, ja, dann kreiert sich in meinem Körper was und ich weiß nicht, was mir mein Körper sagen möchte. Okay, so she had to cancel like travel because of back pain, because of flus, because of a sore throat, and whenever she
like is aiming to that ease and joy, her body is just stopping her. So what is that, what the body is telling her? So was ist das eigentlich, willst du sagen, was der Körper dir damit sagt? Ja, genau, also ich verstehe es nicht. Ja. I don't get it. It's not your body. Das ist nicht dein Körper. Truth. Here's the question, or a question. Hier ist eine Frage für dich. Are you allowed to succeed? Ist es dir erlaubt, Erfolg zu haben? Nein. And everywhere that you can perceive that you're starting to succeed and starting to show that you're better than many other people around you. Also jedes Mal, wenn du sozusagen erfolgreich bist und es dir möglich ist zu zeigen, dass du besser bist als die anderen um dich herum, What do you do? was tust du dann? You create something to stop you so that you can't succeed. Du kreierst was, um dich zu stoppen, sodass du keinen Erfolg haben kannst. Would that be true? Ist das wahr? Ja, und meine Kollegen, die sagen zum Beispiel schon, das tut mir nicht gut. Ja. Yeah, and my colleagues also, yeah, she said yes. And her colleagues already tell her that doing this consciousness stuff is not good for her. Mhm. So this goes in hand with another question that we got from Renata. So das Another geht one. Hand in Hand mit einer anderen Frage, die wir von Renate haben. And she's been really trying to chase her awareness and increase her awareness. Und sie hat wirklich die ganze Zeit, war sie so auf der Jagd nach ihrem Gewahrsein und will ihr Gewahrsein vergrößern. But she's asking, so now that I have all this awareness, how do I deal with what I'm aware of? Und sie fragt jetzt, wo ich dieses ganze blöde Gewahrsein habe, was mache ich mit dem Scheiß? None of it's mine, but I feel like shit. Nichts davon gehört mir, aber ich fühle mich wie ein Stück Scheiße. I'm aware of how everybody else around me is not happy and I'm too happy, so I've got to tone myself down. How do I deal with that? So, ich bin mir so gewahr, dass alle um mich herum unglücklich sind, aber ich bin eigentlich super glücklich und deswegen muss ich mich immer wieder runterbringen von meinem Glücklichsein. Und wie kann ich damit umgehen? Was, wenn es wurscht wäre? Steht auf dem Kissen. What would happen if you stop worrying about what other people think, what other people feel? Ja, so was, wenn er einfach aufhören würde, darüber nachzudenken, was andere Leute denken, was andere Leute fühlen. Acknowledge that all of this stuff is other people's stuff and not yours. Und erkennt an, dass das ganze Zeug das Zeug von anderen Leuten ist und nicht eures. What would happen with all your awareness, instead of using it to hold you back and to sabotage yourself, your back doors, So, was würde passieren mit all eurem Gewahrsein, wenn das nicht dazu führen würde, dass ihr euch zurückhaltet und dass ihr euch selbst sabotiert, so durch all eure Hintertüren schlüpft? you use it to be then to outcreate everybody, but also to invite others to outcreate themselves as well. So, was wäre, wenn ihr das einfach nutzen würdet, euer Gewahrsein, über euch hinaus zu kreieren und auch über alle anderen hinaus zu kreieren? So, Michaela, wenn du dir erlauben würdest, zu strahlen, wenn du dir erlauben würdest, erfolgreich zu sein, wenn du dir erlauben würdest, besser zu sein als alle anderen, was würde passieren? So, if you would allow yourself to be successful, to be better than everybody else, to shine, what would happen? Ich hätte mir nicht gedacht, dass da eine Blockade ist, weil eigentlich eigentlich möchte ich ja präsent sein und glücklich sein, fröhlich sein, voller Freude sein und mein Gewahrsein immer mehr ausbauen. Ne? Yeah, I didn't think that there was a block because I really want to be happy. I want to have ease. I want to increase my awareness. So how old are you being
each time you create the block? So wie alt bist du gerade? Jedes Mal, wenn du diese Blockade kreierst. Three. 3. So, everywhere that you're letting the 3-year-old go and her conclusions about how she's not allowed to be better than anybody else, she can't be better than anybody else, and she has no value, can you now destroy and uncreate that and choose a new conclusion and that you're a big girl? You can make different choices. That was a long Yes. sentence, Greg. Sorry, Gabi. So, überall, wo du aus der Schlussfolgerung der Dreijährigen funktionierst, der Schlussfolgerung, dass es dir nicht erlaubt ist, glücklich zu sein, dass du keinen Wert hast, dass du nichts besser machen kannst als andere, dass du nicht gut genug bist. Willst du das alles bitte jetzt loslassen, zerstören und umkreieren und von einer neuen Schlussfolgerung ausgehen? Nämlich der, dass du wunderbar bist. Ja. And you're the only one. Und du bist natürlich die Einzige hier. Und das Ding ist auch mit dem Gewahrsein, ja. Je mehr dein Gewahrsein steigt, aber nicht deine Erlaubnis für andere, desto mehr musst du in die Bewertung gehen. Und desto mehr musst du in die Bewertung von dir selbst gehen. And the thing with awareness also is, the more the awareness increases, the more you have to go also into the allowance of others. And otherwise, you have to judge them and you have to judge yourself. Ja, so überall, wo eure Erlaubnis nicht mithält mit eurem Gewahrsein und ihr deswegen in die Bewertung von euch geht, wollt ihr das bitte jetzt loslassen, zerstören und umkriegen. Ja. Cool. Because if you keep making yourself wrong for your awareness and for your abilities and your talents, it's like trying to drive down the Autobahn in reverse. Or trying to drive down the Autobahn in reverse. You can't go fast enough. So jedes Mal, wenn ihr euch sozusagen nicht erlaubt, ihr selbst zu sein mit all euren Fähigkeiten und Talenten, ist es wie, als würdet ihr auf der Autobahn fahren im Rückwärtsgang. And Claudia also says her first year when she did energy work and was playing with consciousness, it was a real big physical challenge in the first year. Und die Claudia schreibt eben auch, mein erstes Jahr mit Energiearbeit und Bewusstseinsarbeit war körperlich auch eine große Herausforderung. Because the body starts to change. Yeah. Weil der Körper beginnt sich zu verändern. Und je mehr Widerstand wir gegen die Veränderung haben, desto mehr schmerzt es. And the more resistance we have against the change, the more it hurts. Und auch da kommt wieder die Erlaubnis ins Spiel, da sind wir dabei. Ja? So, wenn du dir erlaubst, dich zu verändern, wenn du dir erlaubst, größer, großartiger zu werden und nicht in Widerstand gehst gegen das, was der Körper loslässt, wirst du sehen, es wird nicht mehr so viel komisches Zeug passieren. So, if you don't go into resist, if you allow yourself to change and be greater, and you don't go into resistance of what the body is letting go, there will be less pain and not that many strange sicknesses. And then you're actually able to function, even though your nose is running, your throat's sore, you might feel like a truck's just backed over you, but you're still able to function in a normal way. Ja, und dann ist es so, dann kann die Nase laufen und der Hals kann kratzen oder was auch immer, aber ihr macht es nicht mehr signifikant, ihr könnt weiter funktionieren auf ganz normale Art und Weise. You no longer cringe when somebody in the room sneezes. Ihr zuckt nicht mehr zusammen, wenn jemand im Raum niest. Really? Because you don't buy into it. You don't get caught up in it. There's no drama. Ja. So, ihr lasst euch nicht gefangen nehmen von den Dramen der anderen. And Karen says, my body... Danke. You're welcome. And Karen says, my body oftentimes takes on stuff from other people. What can I do? Stop Classic. So, Sandra, Karen hat, mein Körper nimmt auf Sachen von anderen Leuten. Was kann ich hier tun? Das ist echt ein Klassiker. Und Greg sagt, hör auf mit dem Scheiß. This is nothing that just happens to you. Das ist nichts, was euch einfach passiert. Ihr tut es.
Und wenn ihr es tut, könnt ihr es auch lassen. So, and if you're doing it, you can also stop it. True story. This really is, this is the choice. Das ist echt eine Wahl. You can wake up or be aware that there's an intensity in your body and go, oh my God, I'm in pain. Or you can choose to go, what is that? Ja, ihr könnt aufwachen und irgendwo eine Intensität spüren und könnt sagen, oh mein Gott, da schmerzt was. Oder ihr könnt sagen, was ist das? And so yeah, Karen says, danke, also Zeit für Neuwahl. So it's thank you and it's a time for a new choice. Absolutely. And Evelyn says, but what do I do when I realize that my son, 16 years old, takes over stuff from other people? Tell him he doesn't need to. Und Evelyn sagt, was mache ich aber, wenn ich merke, dass mein Sohn 16 Sachen von anderen übernimmt? Und Greg sagt, sag ihm, dass er das nicht tun muss. Really? I mean, we all do it because it's awareness. And we think, oh my God, it's me. And we have to teach our kids that it's not them. They're just aware of all the other idiots around them. Wir tun das alle, wir sind einfach gewahr und wir wissen das nicht und darum übernehmen wir das. Aber das müssen wir unseren Kindern schon beibringen, dass da ein Gewahrsein ist und dass die das nicht in ihre Körper zu nehmen haben. And she says, I already told him. Then acknowledge that he's choosing it. Dann erkenne an, dass er es wählt. And don't make it significant. Every time he complains, go, well, you chose it. Ja, und mach es nicht signifikant. Jedes Mal, wenn er es wieder tut, sagst du, deine Wahl. Und dann stoppst du auch, dass er versucht, dich zu manipulieren, dass er ein gutes Werkzeug hat, um dich zu manipulieren. And that way you can also stop him using this to manipulate you. Yeah. I mean, does it work? Mom, I'm aware of everyone else's sickness. Please help me. And you run to his aid. Ja, weil funktioniert es, wenn er das tut? Der sagt, Mama, da ist schon wieder was ich habe. Und dann rennst du und hilfst ihm. Alexandra, okay. Wenn du nicht, so Alexandra says, when you don't manipulate, you get to be manipulated. She needs a contribution and she's looking forward to see us again. Cool. Also, Alexandra sagt, dieser Satz, wenn du nicht manipulierst, wirst du manipuliert, braucht auch einen Beitrag und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Cool. Bis bald. Yeah. So I have a question from Jacqueline, who's also here. And she's asking about being aware or recognizing energies. So when you talk about it, is that like more like seeing it with your own eyes, or is it like the awareness from within, or is there different kinds of awareness? So really, that's the question. How can you be aware of energies? So that's the question in German. So die Jacqueline schreibt, wenn ihr von Energien wahrnehmen, erkennen erzählt, ist dann eher das Sehen mit den Augen oder mit das innere Wahrnehmen gemeint oder gibt es verschiedene Arten? Ich stelle immer mal die Frage, wie man diese Energie erkennt, beispielsweise wahrnimmt. Oh. We all perceive energy as differently as our fingerprints. Ja, also wir alle nehmen Energie so unterschiedlich wahr, wie unterschiedlich unsere Fingerabdrücke sind. When I first met Gabi, she always told me she doesn't perceive energy. She doesn't feel a thing. So, als ich Gabi kennengelernt habe, hat sie immer gesagt, sie kann überhaupt keine Energie wahrnehmen. Nichts nimmt sie wahr, sie kann nichts spüren und gar nichts. But that's not true. No, aber das ist nicht wahr. That was the story she told herself. Das war die Geschichte, die sie sich selbst erzählt hat. Okay. How many of you? Because I was comparing myself to others who were aware of it differently. Weil ich habe mich selbst verglichen mit anderen, die sich Energien auf eine unterschiedliche Art und Weise gewahr waren. Really? I mean, Gabi's reading a book by a swimming pool in Costa Rica, in the sunshine, in a bikini.
So, also wirklich, Gabi sitzt da am Swimmingpool in Costa Rica in der Sonne mit einem Buch und hat ein Bikini an. And I walk past her and she goes, from a book, what was that? Und ich latsche an ihr vorbei und was macht sie? Sie guckt von ihrem Buch hoch und sagt, was war das? She doesn't feel energy. Sie spürt natürlich keine Energie. Yeah, but you see, I wouldn't describe it as feeling or being aware of energy, weil ich hätte es nicht beschrieben als ich spüre irgendwie Energie. I just knew. Ich habe einfach nur gewusst. So wie viele von euch wissen und unterdrücken dieses Wissen in dem verdammten Versuch herauszufinden, wie ihr Energie spüren könnt. So how many of you know and just suppress your knowing by trying desperately to find out how you can be aware of energy? And Harold says here, yeah. And what if that knowing is instant? Ja. Und was, wenn dieses Wissen unmittelbar wäre? And then we try to justify our knowing with the, well, because I felt this or I saw this. Ja. Und dann versuchen wir dieses Wissen irgendwie zu rechtfertigen. So dieses, da habe ich das gespürt oder so oder gefühlt. Es ist so einfach, really, it's that simple. But we make it complicated because we try to fit in, we try to compare ourselves. Es ist so einfach, aber wir machen es immer kompliziert, weil wir versuchen, irgendwo reinzupassen und wir für uns vergleichen mit irgendwelchen anderen Leuten. You know, in this class, this last 3 days, you know, people saying, but how do we do this? How? And Glenn would say, because you know. Stop trying to find the how and the why. Ja, und Glenna hat das zum Beispiel auch gestern in einem Kurs, also in einem 3-Tages-Kurs gesagt. Die Leute haben ständig gefragt, wie mache ich das? Woher weiß ich das? Und die Glenna meinte immer, weil du es weißt. Hör auf mit dem Versuch herausfinden zu wollen, wie du es machst oder wie du es weißt. I mean, hello, why are you on the Zoom, apart from it being free? So, hallo, warum seid ihr hier bei diesem Zoom, abgesehen davon, dass er umsonst ist? Because there's something you don't know how you know, but you're drawn to it energetically. Ja, weil da ist was ihr wisst, auch wenn ihr nicht wisst, dass ihr es wisst. Da ist irgendwas, was euch anzieht, energetisch. What is that? Doesn't matter. You're drawn to it. Und scheißegal, was es ist, ihr seid angezogen davon. You trust your knowing. Trust it more. Ihr vertraut eurem Wissen. And this is how you increase your knowing with energy, is by trusting that knowing and acting on it each time. Und so lernt ihr eurem Wissen mehr zu vertrauen, indem ihr es jedes Mal anerkennt, wenn ihr es wisst. Jedes Mal, sodass ihr mehr und mehr dem vertrauen könnt. Das ist so funny. I just realized, like, you know, yesterday I was like playing with this new website and stuff, and I thought to myself, we might need new photos. And this morning, like, our host in Moscow told me, there's a guy, he's a professional photographer, and he would like to come to the alchemy class for free, and instead he would like take photos of us from the class and professional photos of us. And which is the best side? The back side. But it was like that, an instant knowing when she asked me that, I had asked for that. Ja, so in German. So es war lustig, um nur ein Beispiel für dieses Wissen. Aber gestern, ich habe so rumgespielt mit einer neuen Website und einem neuen, was auch immer, ja. Und habe mir so gedacht, da könnte ich neue Fotos verbrauchen. Und heute ruft unsere Gastgeberin in Moskau mich an und sagt, so für die Alchemie-Kurse, da ist ein Fotograf, der würde gerne umsonst teilnehmen und hat gefragt, ob er statt zu bezahlen, könnte für uns den Kurs fotografieren und könnte Profifotos von uns machen. Und ich habe in dem Moment gewusst, boom, genau, ich habe danach gefragt, schon ist es da. And this is the, like, not talking about like, what a nice coincidence, didn't I ask for something? It's that like, I know, it was me. Ja? Und statt dann in dieses, was für ein netter Zufall, habe ich da nicht irgendwann mal was gefragt? Es ist dieses, okay, ich weiß, dass ich es war. Ich habe das kreiert. Und auf diese Momente achten. So please recognize these moments. And like really tell yourself, I did it. It was my creation.
Und bitte erzählt euch selbst, ich habe es getan, es war meine Kreation. Really, the more you do it, the more you trust yourself, the better you get at it. Ja. Je mehr ihr das tut, je mehr ihr euch vertraut, desto besser werdet ihr darin. I mean, better in the sense of not creating unconsciously, but consciously. Also besser im Sinne von nicht mehr unbewusst zu kreieren, sondern bewusst zu kreieren. But even in trusting your own knowing. How many times does somebody come into your mind and you ignore it, and then you find out later that they were thinking about you or trying to get a hold of you or blah, blah, blah. Ja, aber wirklich auch üben, eurem eigenen Wissen zu vertrauen. Weil wie oft ist es so, dass ihr euch plötzlich an jemanden erinnert, jemand kommt euch in den Kopf und dann später findet ihr heraus, oh, der hat versucht, mich zu erreichen. Auch das ist Wissen. Even that is knowing. Ja, wie oft, ich kann gar nicht zählen, wie oft ich plötzlich irgendwelchen Klienten eine kurze Nachricht schreibe, von denen ich schon lange nichts gehört habe. Und jedes Mal, wenn ich das tue, schreiben die, oh, danke, dass du dich meldest, ich brauche dich gerade. Yeah, and so how often do I just message somebody that comes to my mind, an old client that I didn't hear of for a while, and they always answer like, oh, thank you for messaging me, I just was needing you. Ja. So vertraut all dem Scheiß, was in eurem Kopf ist, was da so unmittelbar hochkommt, instant. Ja, so vertraut dem Zeug, was in eurem Kopf ist, was da so ganz unmittelbar hochkommt. Bam, da ist es. Vertraut dem. Du kannst jederzeit diese Sekunde, wo du entweder es ignorieren kannst oder anerkennen kannst. And there's always this second where you either can ignore it or acknowledge it. It's so much more fun when you start to acknowledge. Ja, und es macht so viel mehr Spaß, wenn du anfängst, das anzuerkennen. So much more. Is there another question in the Zoom? Gibt es noch eine Frage im Zoom? Ja. Ja, Stefanie, hi. Hi. Ja, also das, was du gerade gesagt hast, Gabi, das mache ich. Ich finde das eigentlich auch schon ziemlich gut. Und aber mit meiner positiven Veränderung, fängt mein Körper an, total zu blockieren. Also ich vermute, dass das so was Ähnliches ist, was ihr vorhin auch hattet. Also kurz übersetzen, bitte. So she does that what I just mentioned, and with her positive change, her body starts to do weird shit, and she's assuming that it's like kind of the same thing that Daniela, was it Daniela? No, Michaela before said. Ja. Ja, also auch, ich habe eingeschaltet, als Greg zu ihr sagte irgendwas oder ein Beispiel sagte mit dem Steißbein, und da habe ich gedacht, ach nee, ich habe seit einem Jahr Probleme mit meinem Steißbein und ich weiß nicht, was das ist. Da kommen immer mehr so Intensitäten dieser Art dazu. Jetzt ist es im Kopf seit einer Woche und total verspannt und angespannt und Yeah, she came on the Zoom when we were talking with Michaela about the tailbone, and she said, "Oh shit, my tailbone has intensities like for a year, and it's like moving forward. Now it's like on the neck. Everything is totally tense." It was with Astrid, but yeah. So it was Astrid, yeah. Yeah. So Stephanie, ja. where are you creating a rigidness of thought and being in your life? So wo kreierst du Starrheit und Steifheit in deinen Gedanken, in deinem Sein? Tja. And everywhere that you're unwilling to bend or unwilling to create change. Und überall, wo du nicht gewählt bist, Veränderung zu sein und Veränderung zu kreieren. Can you now destroy and uncreate that and ask your mind to look at other possibilities? Kannst du das bitte jetzt zerstören und umkreieren und deinen Geist bitten, sich andere Möglichkeiten vorzustellen? Ja.
Okay. See what comes with that. Ja, schau, was damit passiert. And, you know, it would be, do you have a friend or so that you can just talk about that shit? Hast du irgendwie eine Freundin oder einen Freund oder einen Mann, Partner, mit derjenigen Person du über das Zeug so reden kannst? Nee. Look for somebody, ask for somebody. Such jemanden, frag nach jemandem. Because it's so fun with Greg and me, for example. I woke up the stairs and there's an intensity in my back. Ja, also das ist, weil das macht so Spaß mit Greg und mir. Ich latsche zum Beispiel gerade die Treppen hoch und plötzlich kommt irgendein Schmerz im Rücken. Und ich sage, was ist das? Und Greg sagt, was ist das? Dann gucken wir. Und dann sage ich das Erste, was mir in den Kopf schießt. Und er sagt das Erste, was ihm in den Kopf schießt. Und dann kommt irgendwas und dann reden wir drüber. Und dann sage ich, oh, cool, Intensität ist weg und ich gehe wieder runter. Mhm. Und es kann echt so leicht sein, wenn man gewillt ist, einfach zu gucken und alles rauszublubbern, was da gerade kommt. Und wenn du jemanden hast, mit dem du das tun kannst, ist es so viel leichter. It's so much easier when you have somebody to, you know, to do it with. Like, ask the question, get an awareness, oops, it's gone. And sometimes people even message me and ask me to ask them a question. You're welcome to do that. Ja, und manchmal messagen mir die Leute ganz einfach kurz, bitte stell mir eine Frage. Ja? Das könnt ihr auch tun. Mhm. Okay. The golden rule is if it's more than 5 minutes, you have to pay for it. The golden rule is, wenn es länger als 5 Minuten dauert, musst du dafür zahlen. So, Sandra HP's asked something I can't read this in Deutsch. So, was ist denn ein DS-Mann? DS? Oh, Dualseele. Is it? Oh, das bist du mit der Dualseele. Okay. So, there was a question about the twin flame, the soulmate. Yeah. And yeah, she thinks that there is something like a soulmate, twin flame, and I think I have found him. But if this is love, it's like narcissistic, and I want to just leave that. I would like to have ease, freedom, and a love that's full of ease with a partner. Absolutely. And not this awful thing with that pulling all the time. And she says she's feeling her partner permanently. Cool. So but disconnect. There's never a physical constant contact. No. So Oh, if you read everything there is about twin flame, you know that the relationship will be bullshit. I have to. Did I tell you in German already? Yeah. Habe ich es auf Deutsch schon gesagt, was da steht? Nein. Sorry, I didn't. Just said it in English. Ich muss es noch auf Deutsch sagen. Also die Frage ist, ich glaube, dass es eine Dualseele gibt. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Doch wenn das Liebe ist, es zeigt narzisstische Spüren. Es zeigt narzisstischen Spüren. Und ich möchte aus diesem Dilemma raus. Ich möchte Leichtigkeit, Freiheit und eine Liebe, die leicht ist mit einem Partner und nicht mehr dieses Ding mit dem ewigen Ziehen. Und hier sagt sie, ich spüre meinen Dualseelenmann permanent, doch es kommt zu keinem physisch dauerhaft stabilen Kontakt. So, what did you say, Greg? If you read everything there is about twin flame relationships, they're a battle and a fight all the way, and you're better off without them. Ja, also wenn ihr euch irgendein Zeugs durchlest, was da so geschrieben wird über Dualseelen und Zwillingsflammen und wie das alles so heißt, Seelengefährten, das ist ein konstantes Kämpfen und es ist wirklich nicht wert, das zu haben. And everywhere that somebody tells you that they are your twin flame, run like fuck. Ja, und überall, wo euch irgendjemand erzählt, dass er oder sie eure Dualseele ist, rennt, was nur geht. So, all your oaths, vows, and swearings and promises to love somebody for all eternity, can you now please destroy and uncreate all that shit so that you're not chained to that person forever? Das können wir jetzt gleich für alle machen, ja? So alle eure Schwüre, Eide, Gelübde, Lehnseide, Blutseide, Verträge, Kontrakte, Versprechen, die ihr zu irgendwelchen Leuten habt, dass die eure Dualseele sein sollen, durch alle Zeiten, Räume, Dimensionen, Realitäten hinweg, wollt ihr die bitte jetzt loslassen, ihnen abschwören, sie aufgeben, sie nur nichtig machen
annullieren, zerstören und umkreieren. Cool. Now, how about from this moment on, create your life from a blank page with no obligations, ties, swearings or fealties to anybody but yourself. So, ihr könnt wählen, von diesem Moment an euer Leben als ein leeres Blatt zu kreieren. Von diesem leeren Blatt aus könnt ihr alles wählen, was immer ihr wollt, ohne Verpflichtungen, ohne Ketten, ohne Fesseln. Here's one you can swear on a stack of Bibles. Hier ist ein Schwur, den ihr leisten könnt auf einem Stapel Bibeln. On my honor, I swear to love me before anything or anyone else for all eternity. Hiermit schwöre ich, mich selbst zu lieben, mehr als irgendjemand anders in alle Ewigkeit. Amen. Not me, yourself, okay? Yeah, no, nobody would do that. Yeah, cool, thank you. Ja, so dieses Dualseelending, ja. Ich meine, erstens mal scheint es überhaupt nicht angenehm zu sein, weil alles, was man eben drüber liest, ist scheußlich. Zweitens ist es eine wunderbare Art, jemanden zu manipulieren. Und drittens glaube ich echt nicht dran. So with the twin flame thing, first of all, if you read about it, it seems like really not desirable. Secondly, there's something that you can be manipulated with all the time. And third, I just don't believe it. Man, überlegt euch das wirklich mal, überlegt es euch, spürt es mal rein. Kann es sein, dass ihr als unendliche Wesen, die ununterbrochen neu inkarnieren, an was anderes wählen, irgendwo rumspielen, dass ihr nur einen einzigen Typen habt oder eine einzige Frau, die für euch bestimmt ist? Wie furchtbar wäre das denn? Ja? So imagine it, you as an infinite being that reincarnates all the time, that plays all the time on this planet. And there should be only one person for you? That would be awful. Just imagine the person is not born the same time as you, or much younger or much older, or like it's dying or whatever, who's dying or whatever. And then you would be here on the planet totally alone because your twin flame's not here. Ja? Stellt euch nur mal vor, eure Dualseele ist zu der Zeit gerade nicht geboren oder lebt ganz woanders oder ist viel zu alt für euch oder noch ein Baby. Wie schrecklich wäre das denn? Weil dann werdet ihr ganz allein hier auf diesem Planeten die ganze Zeit. Kann das sein? Doch Quatsch. That's bullshit. Everywhere. I have 3 men now. I had 3, no, sorry. I had 3 men that were all convinced that they were my twin flames. Also ich hatte bisher 3 Männer, die alle überzeugt waren, dass sie meine Dualseele sind. Oh my God, quads. Quills? Quads. Quad? Quads. 4 babies, quads. Quadrat. Ja, also Quatsch. Jedes Mal habe ich mich da reintheatern lassen von diesem Dualseelenmist und habe Beziehungen länger ausgehalten, als ich sie hätte aushalten wollen. Every time I was just like buying into that lie and was like going through relationships much longer than I should have. Just because of that shit with the twin flames. Can you just acknowledge that every time you have to look outside yourself to find the joy that's actually within? So, könnt ihr bitte anerkennen, dass jedes Mal, wenn ihr außerhalb von euch nach etwas sucht, nach der Freude sucht, die eigentlich ausschließlich in euch ist. To find that wholeness that's actually within. The wholeness? Wholeness, the wholeness of you. Wholeness, ja. Immer dann, wenn ihr nach außen sucht, um die Ganzheit zu finden von euch, die nur innerlich ist. That you're giving your power up to some other asshole. Wenn ihr das tut, gebt ihr eure Macht an irgendein anderes Arschloch ab. And then I call them an asshole because you're willing to use that as a form of control. Ja. Ich nenne die Arschlöcher, weil viele von denen sind echt gewillt, das als eine Art von Kontrolle über euch zu verwenden. So And Michaela said, sorry. no. I don't want to stop you cleaning. Done. Okay, so Michaela says some people
just mix up souls that are related with the twin flame. Yeah. Und Michaela sagt, manche verwechseln Seelenverwandte mit Dualseele, glaube ich. We have so many beings here that we've met already. Es gibt so viele Wesen hier, die wir alle schon mal getroffen haben. And Claudia says, aren't we all related? Yep. But with some people you have more experience than with others. Aber mit manchen Leuten hast du mehr Erfahrungen als mit anderen. I mean, that really truth. How many times, even on this call, if you look at all the pictures of the people on this call, how many of them have that sense of familiar about them to where you know them from somewhere else? So guckt euch jetzt mal nur auf diesem Zoom ja? Guckt euch all die Leute an hier. So, bei wie vielen von denen habt ihr das Gefühl, irgendwie sind die euch vertraut? How many times have you met somebody in a class and gone, oh my God, you feel so familiar, I know you. Oder in den Kursen, wie oft habt ihr gesagt, dich kenne ich irgendwoher, du kommst mir so bekannt vor. That doesn't mean you go off and have sex and be blissfully happy. It just means you know them from a past life. So what? Das bedeutet nicht, dass ihr sie in den Haaren packen müsst und mit ihnen Sex haben müsst und für immer und ewig glücklich sein müsst mit ihnen. Das bedeutet Doesn't mean you can't, but you know, it doesn't mean you have to. Dass ihr sie schon aus dem früheren Leben kennt. Natürlich könnt ihr trotzdem Sex mit ihnen haben. Aber es bedeutet nichts. Es ist einfach nur, wir kennen uns. In the last class, when was it? There was this woman and just loved her. Yeah. She was so familiar. Now I don't even remember her name and her face. So in einem der letzten Kurse war diese eine Frau, die habe ich einfach nur geliebt. Ich hätte sie knuddeln können, ja. Einfach so. Oh. Und jetzt weiß ich nicht mal mehr ihren Namen und ich erinnere mich nicht mal an ihr Gesicht. Das sind Momente. These are moments. Right? And you can make them significant or you can just let go. Und ihr könnt diese Momente signifikant machen oder ihr könnt einfach loslassen. I mean, Cass asked Mario one day, how many lifetimes has he been my wife? You asked Mario? Cass asked Mario how many times he'd been my wife, how many lifetimes? And Mario goes, oh my God. Cass hat irgendwann mal Mario gefragt, hey, wie oft warst du eigentlich Gregs Ehefrau? Und Mario hat gesagt, oh mein Gott. But Sandra also asked, how can I get rid of this energy, of his energy? Choose it. Wählen, Disconnect. loslassen und dich abtrennen. And let go all the significance around what a twin flame is said to be. Ja, und lass all die Bedeutsamkeit los in Bezug darauf, was eine Dualseele sein soll. And everywhere that you've made this person significant, even if you can't stand them, Und überall, wo du diese Person signifikant machst, obwohl du ihn nicht aushalten kannst, let it all go. lass es alles los. And then when you start to let go that significance, you start to see the line. Und wenn du diese Signifikanz loslässt, wirst du beginnen, die Lüge zu sehen. But why we buy into the esoteric stuff and all of the teachings, even some of the churches teach this crap. Und warum sollten wir uns einkaufen in diesen ganzen esoterischen Mist? All diese Lügen, die sogar manche Kirchen verbreiten. It holds you. Ja, das hält euch nur fest. Really. And it's that. You've got to choose every day to let go the significance of it. Ja, ihr müsst jeden Tag wählen, die Signifikanz von diesen Dingen loszulassen. Sandra, you're talking. Hello. Hm? Oh, my computer keeps telling me Sandra's talking to us, but she's not. Ja, also du hast vollkommen recht. Es führt wirklich nur zur Einsamkeit und zur Abtrennung von allem. Ja, es fühlt sich nach Abschneiden an. Okay. Ja, she says we're right. So she was talking. Oh, cool. Cool. And Stephanie says her body starts to relax already. And Claudia is happy that she's married to a totally unesoteric, unspiritual man. So, also Stephanie sagt, ihr Körper entspannt sich schon total
Und Claudia sagt, sie ist gerade total dankbar, dass sie mit einem total unspirituellen Mann verheiratet ist. Wir haben jetzt ich auch. Mario's glad he's not married to a spiritual man too. Oh, what? Mario's glad he's not married to a spiritual man too. Mario sagt, er ist auch nicht mit einem spirituellen Mann verheiratet. Cool. We're over an hour already. Oh my God, who's been talking so long? Ja, you probably. Wir sind schon über eine Stunde. Wer hat nur so lange geredet? Er. Ich habe heute gequatscht. I was talking a lot today. Yeah. I was talking a lot the whole day actually. Ich habe den ganzen Tag heute viel geredet. Bin noch so im Session. Yeah, we have still some questions. But who's somebody whispering? Who's whispering? Hi, Magita, darf ich noch eine Frage stellen? Oh, hello, Magita. Hi. Hi. Ich habe eine Frage und zwar, ich habe mir was kreiert, einen rechten Fuß, einen knöchernen Bandabriss. Und jetzt wollte ich mal fragen, was denn mein Körper mir damit sagen möchte. So she has created einen Bandabriss am Knöchel. At the ankle, a tendon is torn apart. Uh-huh. And she would like to know what her body is trying to tell her. Is the right ankle? Ist es das rechte Knöchel? Rechte. There's a whole lot here, but it's like, where do I start? Ja. There's so many questions I could ask. So, here's the first one. So viele Fragen, die ich jetzt stellen könnte. So, hier ist die Frage, die erste. Where are you unwilling to step into the new future? Wo bist du nicht gewillt, in deine neue Zukunft einzutreten? Welche Veränderungen vermeidest du, die, wenn du sie erlauben würdest, alles verändern würden? What changes are you avoiding that if you would allow them would change everything? And who are you unwilling to be? Wer bist du nicht gewillt zu sein? Scheiße. Und so, wo bist du nicht gewillt, Unterstützung zu empfangen? Where are you not willing to receive support? Es muss halt der Mario alles machen, weil du kannst nicht. Now Mario has to do everything because she can't. Ich will ja. Huh? Ich will ja. And I want to. Yeah. Ja. Sometimes our bodies will make us receive from others. Manchmal bringen uns unsere Körper dazu, dass wir von anderen empfangen. And it's often not fun. Das ist oft kein Spaß. Ich habe das Gleiche erlebt mit meinen Handgelenken. I had the same with my wrist. And then every now and then the wrist hurts again. Und ab und zu tut das Handgelenk immer noch weh. Just a reminder to receive. Das war eine Erinnerung, wieder zu empfangen. I don't want to. Ja. Aber das gilt, glaube ich, für uns alle. So wie viel erlauben wir uns nicht zu empfangen, dass wenn wir uns erlauben würden, es zu empfangen, es unser ganzes Leben verändern würde. Alles, was das ist und überall, wo wir uns selbst abhalten vom Empfangen, wollt ihr das bitte loslassen, zerstören. Cool. So, like, I mean, this is true for all of us, I think. Yeah. That we just keep ourselves from receiving, don't allow us, blah, blah, blah. Oh, and Stephanie asked, can we watch this Zoom afterwards? Hopefully, if the recording has worked, then you can look at it, you can watch it afterwards.
Yep. Ja, ich habe gefragt, ist er zu nachträglich irgendwo zu sehen? Ja, hoffentlich, wenn das Recording funktioniert hat. Könnt ihr später nochmal gucken. Wir posten es, keine Ahnung, auf unseren Seiten und sonst wo. Ihr findet es. Cool. Danke. Hi, darf ich vielleicht noch ganz schnell eine Frage stellen? Na gut, du bist die Letzte. Okay. Ah, Es geht da um meine Tochter. Die hat vor ungefähr, weiß ich nicht, 6, 7 Jahren Schlüsselbeinbruch gehabt. Ist dort auch operiert worden und hat jetzt immer noch Schmerzen daran. Also nicht wirklich Schmerzen, aber wenn ich zum Beispiel so von hinten an ihre Schulter fasse oder überhaupt in diesen Bereich von hinten, ne, so manchmal fasst man ja jemanden auch einfach so, ne, so an, ganz lieb und so, dann ist sie immer leicht erschreckt und auch sagt dann, oh, pass auf, ne, und so lass mich kurz ja, sagen. So my daughter has broken her, I don't know the English word, this thing here? The collarbone. Schlüsselbein. Collarbone. Clavicle, yeah. And she got surgery and everything, and it's like it was like years ago, but still it's sometimes hurting, not really hurting, but it's tender, and oftentimes she's like kind of, you know, shocked when somebody touches her from behind. Mm-hmm. Mhm. Where do you live? Wo lebst du? In Hannover. I know, okay. Why? I just this therapist, I know they could help her, but yeah. So Vielleicht könnte ich noch dazu sagen, also ich kann ein paar Körperprozesse. Mhm. Ich würde gerne das bei ihr auch tun. Im Moment ist es so, wenn ich ihr das anbiete, dann ist meistens die Zeit nicht da. Also natürlich wäre die Zeit Wie alt ist sie? 23. Oh, she's 23. I thought it's a little girl. Sorry. Yeah, and Bibi says she knows some body processes, but when she offers them, the daughter doesn't have the time. okay, cool. So just ask what's the value of holding on to the memory of the pain? So frag, was ist der Wert daran, an der Erinnerung an den Schmerz festzuhalten? Because the pain's on your memory now. Denn der Schmerz ist nur noch eine Erinnerung. Und wie ist der Unfall passiert? How did the accident happen? Das war auf einer Klassenfahrt und sie war am Laufen, die waren am Jagen, sich gegenseitig, und ihr guter Freund hat sie dann irgendwie von hinten gestupst und das war ein unebenes Gelände, das sie nicht kannte, und das ging da richtig steil ab und dann ist sie hingeflogen und dann hat sie sich ein paar Mal überschlagen und ist dann auf ihrer Schulter aufgekommen und dann war der Bruch da. Yeah, so it happened with friends. They were just running and playing, and a good friend of her just pushed her from behind, and she tumbled a couple of times, and then she broke her collarbone. Okay. So this is das, was du sagst, wenn sie von hinten gefasst wird, ja. So this is like. Ja, stimmt, hast du recht. Das wird Yeah, so this is that. When somebody grabs her from behind, when she goes into that contraction. Ja, das ist die Erinnerung an das Ereignis. Es ist wie ein Trauma, das im Körper festgehalten wird. It's like a trauma that's holding in the Beyond, yeah. Yeah. So she has a choice, you know, and it's like if she chooses not to receive the help, then you can't help her. But I would ask, what's the value of holding on to that if she's not willing to let it go? Ja. Also du kannst ihr weiter anbieten, ihr zu helfen mit den Körperprozessen oder ihr auch die Wahl lassen, zu jemandem zu gehen. Ja, aber ihr auch wirklich sagen, das ist das Trauma, das im Körper ist. And I would tell her, this is like the trauma that's in the body members. Und dann frag sie wirklich, was ist der Wert daran, an dem Trauma, an dem festzuhalten? Ja. Gute Idee, super. Yeah, because really sometimes it's kind of a good backdoor to just withdraw. Weil manchmal ist es wirklich eine nette Hintertür, um sich zurückzuziehen. Und es ist nicht so, dass es nicht real ist, and it's not that it's not real. I mean, it's not real, but it's not that she doesn't feel it real.
es ist natürlich nicht real, aber es ist nicht so, dass sie es nicht als real fühlt, aber es ist gleichzeitig eine gute Hintertür, um Ja. unberührbar zu sein. To be like untouchable. Mhm. Okay. Super, ich danke euch. Cool. So, that's it. I'm hungry. Me too. Wir sind hungrig. Okay, so thank you everyone for being here and we see you in 2 weeks, if you like. Ja, also danke, dass ihr heute alle da wart und in 2 Wochen sehen wir uns wieder. Und ich habe hier noch die Fragen von den Leuten, die wir nicht beantwortet haben. Ihr könnt mir gerne schreiben und ich stelle euch eine Frage. So, and the people that have asked questions that we didn't answer, you can message me and I ask your question. Aha. 21st. Am 21. sehen wir uns wieder. Und ich möchte euch noch alle einladen, just want to invite them to my 7 Days, 7 Tools. Ich möchte euch gerne noch, wenn ihr noch nicht drin seid, noch mal einladen. Am 26. November habe ich wieder eine wöchige Werkzeugkiste geöffnet, sozusagen 7 Tage, 7 Tools, wo ich jeden Morgen ein Facebook Live mache um 8 Uhr. Und wir eine Gruppe haben, das war das letzte Mal richtig klasse, es sind 170 Leute dabei gewesen. Und am 26. starten wir die nächste Runde. So, wenn ihr Lust habt, danke Jacqueline, ja, die waren echt zu empfehlen, die waren ultra cool, danke. Und wenn ihr Lust habt, am 26. beginnt es und ihr könnt bei der nächsten Runde dabei sein. You want to enjoy it though. Ihr habt da sicher keinen Spaß. It's all in German. Alles auf Deutsch. Ja, promised. Alles auf Deutsch versprochen. Okay. Thank you all. Danke alle. Vielen Dank. Thank you. Ciao. Ciao.